Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns natürlich wieder auf W50, denn hier gibt es natürlich noch am meisten zu tun. Ja, und ihr seht, im letzten Video haben wir Stufe 250 erreicht, fast 51 und jetzt bin ich schon 53. Wie ist das denn passiert, ohne dass ich ein Video aufgenommen habe? Ja, ich habe ein bisschen was gelegt, ne? Und zwar, ich glaube, ein paar Gegner hier im kranken Baum. Und hier habe ich, glaube ich, auch eingelegt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall waren das Free Tries gewesen. Und da habe ich mir gedacht, oha, das ist ja heftig. Und dann habe ich einfach, ohne die Aufnahme zu starten, ohne irgendwas, hatte ich dann einfach hier mal einen Gegner besiegt, da mal einen Gegner besiegt, ja. Das lief auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Habe jetzt leider keine großartigen Upgrades mitgenommen, aber ich hatte hier im Shop ein neues Item gefunden, und zwar hier die Lichterkette. Das ist ein Dreier-Epic. Sehr, sehr nice, weil davor hatten wir ja hier so einen Schmarrn drin gehabt, hier mit so einem 5-Stat. Das brauchen wir natürlich nicht. Und ihr seht natürlich, ist schon ein Upgrade auf jeden Fall von den Main-Stats her, und da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Ne? Wir gucken auf jeden Fall mal, was heute bei den Dungeons so geht. Wir fangen mal an mit dem Wirbelwind. Vielleicht schaffen wir ein bisschen was. Ne? Mal schauen. Einfach mal gucken, ne? Einfach mal ein bisschen tryen. Ja, ich hoffe, ihr enjoyt den Content. Ne? Dadurch, dass mir ja immer wieder mal ein paar Pilze hier gesponsert werden, kann ich natürlich euch auch dementsprechend hier so einen Content bieten. Ne? Ansonsten passt da auf jeden Fall auf. Pilzt nicht über eure Maße und dass das alles noch im Rahmen bleibt, so einigermaßen. Ne? So, ja, Wirbelwind sieht relativ rar aus wie Dateiarchive. Ne? Deswegen gehen wir da nicht großartig weiter rein. Wir gehen ein bisschen mehr auf Stärke, denn Stärke ist gar nicht mal so verkehrt. Wir gucken mal, was ansonsten gleich noch in der Lichtwelt geht. Aber das ist halt relativ schwierig. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir einfach auf das Epic-Event warten. So, ne? Wir warten einfach darauf, dass nächstes Wochenende Epic-Event ist und wir uns komplett neu episch ausrüsten können. Vor allen Dingen die Waffe fehlt mir, dass wir da mal wieder endlich mal full episch hier rumlaufen, denn seit Wochen haben wir nur so eine ja, normale Waffe am Start. Dreier Epic wäre nochmal viel, 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 viel besser. Damit kann man auch gleich nochmal den Glückswert ein bisschen pushen. Jo, ansonsten runentechnisch bin ich da auch gut aufgestellt. Ich habe ein bisschen aufgeholt. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen was verpasst hier im Arena Manager auszubauen und so. Aber ich versuche das so gut wie möglich auszugleichen. Ne, ansonsten kann ich euch mal meinen kleinen Fortschritt hier so zeigen. So sehen momentan meine Pets aus. Ne? Hier einmal in der Schatten, Lichtwelt, dann Erde, Feuer und Wasser. Ne, Pets brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, ist jetzt nicht meine Königsdisziplin. Dafür bin ich gut in der Festung unterwegs. Ja, wir haben hier Festungsstufe 12, Arbeiterquartier wird ausgebaut. Und dann werde ich mal gucken, vielleicht mache ich die Akademie ein bisschen hoch, Schatzkammer, mal sehen. Vielleicht auch Kaserne, bevor ich dann Festung auf Stufe 13 bringe. Genug Ressourcen haben wir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo stehen wir hier. Ja, Top 400 ist nice. Ansonsten Herz der Finsternis habe ich jetzt auf Stufe 10. Mache jetzt gerade das Tor hoch und danach werde ich, glaube ich, auf den Gladi gehen oder vielleicht Sehne-Extraktor. Bin ich mir noch unschlüssig. Genau, ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh, lol, da haben wir direkt wieder einen besiegt. Das ist sehr nice. Vielleicht holen wir heute den Paul Terra ein. Grüße gehen raus. Ja, da sind wir jetzt schon fast vom Level her angekommen. Wir sind ein Level noch hinter ihm. Das ist sehr, sehr cool. Ich glaube, wir sind von den Werten her einigermaßen gleich auf. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz nice. Da hat er noch ein Item für uns, was wir uns noch gleich abluchsen können. Ich weiß aber nicht, ob ich den Paul besiegt bekomme. Der Paul ist trotzdem ein ganz, ganz starker Gegner. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Der Paul wird sich ja auch zum Epic-Event neu ausrüsten, hat er gesagt. Und ja, da bin ich gespannt, wie dann bei ihm der Fortschritt hier aussieht. Ich denke mal, das wird nochmal einiges... da wird nochmal einiges an Statpunkten dazukommen, wenn er sich hier neu episch ausrüstet. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann legt er auch seine Runen an und so. Und ja, mal gucken, was da denn so geht. Gegen Paul leider verloren hier. Aber da haben wir gewonnen. Ja, wir sind ja, wie gesagt, von den Stats her fast identisch. Jetzt momentan. Ich habe ein bisschen mehr Leben, er hat ein bisschen mehr Stärke. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ein neues Item. So, mal gucken. Das ist ein Intelligenz-Item. Plus 24. Ja, müsste man sockeln wieder, ne? Ich weiß noch nicht. Lohnt sich eigentlich für die paar Stat-Punkte lohnt es sich fast wiederum nicht. Ne? Wir gucken erstmal weiter, was hier jetzt nach dem Gegner geht in der Schattenwelt.
Ja, oh, da waren noch ein paar knappe Tries dabei und da liegt er auch schon. Da sind wir auch schon fast Level Up hier. Kundschafter-Item brauchen wir wieder nicht, ist alle Attribute. Das, denke ich mal, brauchen wir nicht weiter. 3er-Epic wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. So, mal schauen, wie sieht es bei dem Gegner aus? Mit dem Gegner würden wir schon das Level Up erreichen. Da bin ich gespannt, ob das klappt. Aber der stellt sich, glaube ich, noch ein bisschen quer. Ist aber nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich gar nicht hier so viele Pilze in der Schattenwelt ausgeben. Lieber möchte ich dann mal hier in der Lichtwelt gucken. Denn, ja, Heimdall ist ein Gegner, den hatte ich schon ein paar Mal wirklich ganz, ganz knapp down gehabt. Ich weiß, der gibt nicht viel Erfahrung, deswegen lohnt er sich auch nicht so großartig zu pilzen. Aber ich hatte hier Tries dabei, die sahen schon sehr, sehr lecker aus. So, ne? Da würde ich ganz gerne... ja, dass wir den noch besiegen, aber der stellt sich leider auch ein bisschen an. Ansonsten, was natürlich sehr, sehr cool wäre, gut, Blindschleiche brauchen wir nicht probieren, ist ein Magier mit ultra viel Leben, der wird nix. Hier stehen wir leider auch vor einem Magier, Bernd das Marketier, aber hier sind auch Tries teilweise dabei, wo ich mir denke, yo, der ist eventuell doch machbar. Ne? Da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Stärke halt so. Ne? Und wir müssen mit guter Spanne kritten. Aber wenn wir den besiegen, dann wären das, denke ich mal, auch schon wieder 2 Level-Ups. Also das wäre schon cool, wenn wir Bernd hinkriegen. Aber ich glaube, die Chance ist relativ unwahrscheinlich. Aber ihr seht, es sind wirklich sehr, 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 sehr knappe Tries dabei. Ich bräuchte wahrscheinlich eine Only-Stärke-Waffe, weil hier habe ich noch Ausdauer drin. Und wahrscheinlich, ich habe ja noch einen Stärkestein hier. 400er Stärke. Ach du Scheiße. 400er Stärke, da würde ich ja tatsächlich schon fast, den Stein hier austauschen, ey. Oh, da frage ich mich, ob wir vielleicht eine neue Waffe finden hier. Ich meine, wir haben eine sehr geile Waffe, rechts raus, plus 700. Das ist schon ziemlich krass. Die ist auch krass, aber mit Stärke hätte ich die sofort genommen. Ja, dann würde ich hier den Stein gewinnen und dann würde ich in meine neue Waffe den Stein reinsetzen. Und mit dem Stein würde ich, glaube ich, einen Ausdauerstein aussetzen oder so. Wir gucken mal kurz. Wäre auf jeden Fall noch ein ziemlich heftiges Update. Oha. Ja, moine, Alter. Die ist vom Durchschnittsschaden stärker, ist eine starke Waffe. Ah, die hat keine Rune. Oh, die hat keine Rune. Oh nein, warum hast du denn keine Rune? Oh nein, ich kann die nicht nehmen, weil die keine Rune hat. Oh nee. Ja, das ist leider Crap. Also, eine Rune muss die leider schon vorweisen können. Ansonsten brauche ich die gar nicht angucken. Oh, es war so eine gute Waffe gewesen, aber ich kann auf die Rune nicht verzichten. Ich kann da leider... Oh, lol! Wir bekommen eine Epic-Waffe. Alter, was? WTF? Einfach so im Shop geblättert und wir bekommen einfach eine epische Waffe. Oh, ich bete wirklich, dass das jetzt... Alter, ich habe einfach nur nach einer normalen Waffe geguckt. Wir kriegen einfach eine Epic-Waffe. Lass es bitte eine gute Spanne sein. Bitte, bitte, bitte. Mindestens 650, sonst darunter wäre... will ich eigentlich nicht so gerne nehmen. Come on, bitte lass mich nicht im Stich. Oh, ja. Ja, ich beschwere mich nicht. Die ist gut, die ist nice, die Waffe. Die müssen wir nehmen. Die müssen wir nehmen. Die Spanne, ja, ist okay. Ist okay. Also, ja, ich hätte zwar noch ein bisschen mehr rechts raus drauf gehofft, aber trotzdem ist die Spanne einigermaßen in Ordnung. Wir haben kein Gold. Da müssen wir ein bisschen was verkaufen hier. Bringt ja alles nix, nicht? Die Epic-Waffe dürfen... Und 10% Rune drauf schon. Wir haben eine 10% Eisschaden-Rune drauf. Das ist richtig heftig. Boah, Alter. So, dann können wir hier den Stärkestein reinsetzen. Boom. Jetzt haben wir hier 400 mal 2. Und hier haben wir... Ja, gut. Ja. Da... ist auch schon teuer hier. Hier haben wir noch einen Stärkestein drin. 380, 360, 382. Ja, das ist ein 361er Stärkestein. Ist die Frage, tausche ich den jetzt aus gegen... Ja, wir haben jetzt ein bisschen Stärke eingeboost, glaube ich. Ja, minimal. Ganz minimal. Aber wir haben auch viel Ausdauer jetzt eingeboost. Durch den Switch jetzt hier. Ne? Oder? Nee, gar nicht mal. Gar nicht mal. Das ist ja in allen Belangen ist die Waffe ja besser. Ja, krass, Alter. Ich überlege trotzdem euch den... Ich glaube, ich nehme den Stärkestein einfach raus. 361 ist zwar nicht mehr so neu. Was haben wir hier denn noch für einen? 48. Okay, dann tausche ich den. Steingewinnung, zack.
Dann tausche ich hier wir haben hier noch einen mittleren. Dann lasse ich die die Ausdauersteine drin, weil die sind ganz gut. 380 ist nice, 360 ist, den hätte ich vielleicht so gewechselt. Aber dann tausche ich das dann lieber gegen das hier aus. Machen wir das so. Boom. Jetzt haben wir richtig viel, also das ist jetzt sehr, sehr nice. Wir haben übrigens auch die erste Verzauberung hier am Stissel. Ne? Verzaubert ein Talisman, um bei Überfällen auf andere Spieler Beutechance zu erhöhen. Das ist ganz nice. Aber wie gesagt, wir haben eine Epic-Waffe und das ist richtig nice. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt Bernd das Market hier legen. Das wäre natürlich unglaublich krass. Ja, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich gar nicht darauf geachtet, wie viel Durchschnittsschaden wir vorher hatten, aber wir haben jetzt allein durch den Edelstein hier in der Waffe deutlich mehr Stärke. Ja, und das ist natürlich eine Sache. Alter, WTF, wir bekommen einfach, oh, der ist ja fast down gewesen. Wir bekommen einfach eine Epic-Waffe im Shop. Es ist noch nicht mal Epic-Event. Und wir bekommen eine Epic-Waffe. Was für ein unverschämtes Glück. Und da haben wir ihn down. Bernd das Marketeer einfach geschlagen. Wir sind Stufe 255, Alter, WTF. Den Kampf müssen wir uns angucken. Alter, was ist das schon wieder für eine kranke Folge, ey. Holy shit. Ist das nice. Ist das nice. Die Waffe hat uns jetzt richtig vorangebracht hier. Krass. Haben wir einfach Bernd das Marketeer down. Und wir bekommen ja noch einen Brustpanzer hier. Widerstand gegen Blitze. So, den wechseln wir auch mal gleich. Wir müssen aber die Rune tauschen, weil wir wollen hier drauf die Lebensenergie-Rune natürlich haben. Ganz klare Sache. Und die Steingewinnung müssen wir hier auch wieder vollziehen. So. Upgraden wir das Ganze auch 4-mal hier. Alter, wie nice ist das denn? Und wir sind jetzt im 8. von 20 jetzt. Bei Hannes, der Kontraktor, sind wir jetzt. Ist ein Stärkegegner. Ja, mal gucken, wie der aussieht. Wir machen mal ein paar Tries gegen ihn, aber der sieht auch ziemlich bitter aus. Aber krass, dass wir einfach jetzt hier weitergekommen sind. Das freut mich sehr. Jetzt sollte Heimdall eigentlich vielleicht auch liegen. Mit ein bisschen Glück könnte jetzt Heimdall auch klappen. Ja, vor allen Dingen in den Dungeons, wo es jetzt drauf ankommt, wo ich alleine kämpfe, habe ich natürlich jetzt ein bisschen besseren Vorteil. Aber auch in den anderen Dungeons, wo ich mit meinen Begleitern kämpfe. Aber meine Begleiter habe ich ja jetzt nicht ausgerüstet, sondern eben nur mich. Ne, jetzt habe ich nur an mich gedacht. Aber Heimdall will, glaube ich, noch nicht fallen. Ja, hier brauchen wir nicht weiter tryen. Der ist relativ unmöglich. Mal gucken, beim wortgewandten Hut kommen wir mittlerweile auch schon ein bisschen voran. Die sahen vor einiger Zeit noch ganz anders aus, die Tries. Aber hier kommen wir auch teilweise sehr stark über die Hälfte. Aber den müssen wir noch, glaube ich, ein bisschen ruhen lassen. Singende Sirenen brauchen wir auch nicht tryen. Das ist ein Magiergegner mit übelst viel Leben. Das ist auch richtig heftig. Ja, ansonsten Märchenturm. Gucken wir mal hier, was hier so geht. Ja, wie gesagt, meine Begleiter haben jetzt kein weiteres Upgrade bekommen. Aber ich habe eine sehr, sehr heftige Waffe und einen neuen Brustpanzer. Ziemlich nice das Ganze. Ziemlich nice. Aber hier sieht es noch ziemlich bitter aus. Vielleicht, es geht wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen was im Wirbelwind. Ja, mal gucken, was da so geht. Komm, ist glaube ich wieder so eine Bremse hier. Wenn der down ist, dann könnte es gut aussehen, aber der will noch nicht so... Ja, dankeschön. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar Gegner gleich danach, ja. So 2, 3, 4. Sehr gut. Ja, da war auch ein guter Try dabei zwischendurch hier. 5. Nice, mal gucken, ob wir hier ein Item haben, was wir... Ne, können wir leider nichts großartig hier zur Hexe bringen, das ist schade. So, wir gehen mal... wir haben gar nicht so viel Gold bekommen hier. Quietscheentchen, mal gucken, der geht auch noch nicht weiter. Dann schauen wir nochmal hier in den Dungeon rein. Auch sehr knappe Tries dabei gewesen hier. Mal schauen, ob der noch liegt. Dann würden wir, glaube ich, ein Level-Up vielleicht sogar noch bekommen, wenn wir den besiegen. Oh, was war der auf 4 Millionen eben gerade? Der sah teilweise schon sehr gut aus. 6 Millionen. Ja, okay. Okay, ich habe begriffen. Den müssen wir auch noch ein bisschen Zeit geben. Ja, aber ja, Heimdall hätte ich schon gedacht, dass wir den vielleicht besiegen. Ich hatte hier schon vorher sehr gute Tries dabei. Der wäre definitiv down mit, oder die wären definitiv, hätten die geklappt, hätte ich jetzt meine jetzige Waffe damals gehabt. Der war teilweise schon auf 2, 3 Millionen Leben runter gewesen. Ich weiß nicht, warum der sich jetzt so hat hier. Ja, aber naja, gut. Müssen wir auch noch ein bisschen abwarten. Trotzdem haben wir mit der Epic-Waffe ein ziemlich heftiges Upgrade gemacht. Ja, gucken, Wirbelwind, Quietscheentchen. Ich würd ganz gerne noch die 56 schaffen jetzt, aber ich glaube, das sieht
nicht so gut aus. Das sind mir zu viele Pilze hier für den Wirbelwind. Hier, der sah halt wirklich teilweise schon ziemlich krass aus. Ja, ich würde ganz gerne noch das Level-Up haben, bin ich ehrlich. Aber ja, so richtig wollen die nicht. Ja, schade. Na gut, ich hatte natürlich jetzt wieder ein paar Pilze über, dadurch, dass ich ja mir das Pilzpaket geholt hatte, ne, das 50er. Das ist auf jeden Fall das, ja, da sind die Pilze auch schon wieder fast alle finito, ne? Aber gut, ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass wir eine Etage weiter sind, hier im 13. Stock. Das ist immer sehr, sehr nice. Sehr, sehr coole Sache. Ja, ich hätte trotzdem noch gerne das Level-Up gehabt. Aber gut, man muss auch wissen, wann man aufhört. Deswegen hören wir jetzt auch bei 660 auf. So. Und haben trotzdem sehr guten Progress gemacht. Eine coole Waffe hier, freut mich sehr, schönes Upgrade und ja, dann soll es das für die heutige Folge auch wieder gewesen sein. Heftiges Glück, zum Glück habe ich aufgenommen, wirklich, dass wir das Ganze hier gesehen haben, wie wir hier eine Epic-Waffe bekommen. Wie gesagt, es ist nicht die beste Spanne, aber es ist auf jeden Fall eine Epic-Waffe, das zählt schon mal. Wir haben unser Glücksattribut deutlich erhöht und Stärke, Ausdauer natürlich auch ziemlich nice. Ne? Und halt, wie gesagt, einen sehr fetten Stärke-Stein haben wir da drin, das ist sehr, sehr cool. Ne? Und genau, wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, dann lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.